In situ ist die Kunst- und Kulturreihe im BTV Stadtforum in Innsbruck. Zweimal pro Jahr laden wir internationale Fotokünstlerinnen und Fotokünstler ein, in Reaktion auf die Region eine neue Ausstellung für diesen Raum zu gestalten. Jetzt ging die Einladung an Paris 8, Paris 8, eine besondere Universität in Frankreich, die theoretischen Diskurs und praktische künstlerische Fotografie verbindet. Ein weiterer Grund war, dass ein Vorarlberger und in Tirol ausgebildeter Fotokünstler dort unterrichtet, Arno Giesinger, und er ist mit seinen Studierenden zu uns gekommen und hat diese Ausstellung mitentwickelt. Diese In-situ-Ausgabe präsentiert einen Außenblick 5 verschiedener Positionen, 5 unterschiedliche Strategien, mit fotokünstlerischer Arbeit zeitgenössisch umzugehen und die Stadt Innsbruck zu reflektieren. Ein Blick in die Zukunft von Fotografie und ein sehr, sehr spannender Umgang mit dem Raum. Florence Caronti beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit der fotografischen Erfindung der Berge. Sie hat im Historischen Archiv des Alpenvereins in Innsbruck gearbeitet und hat sich frühe Stereofotografien angeschaut, hat selbst auch im Gelände fotografiert und hat vor allem diese alten Bildtechnologien mit Digitaltechnik ins Hier und Jetzt übertragen. Come with me. I make many photos. How many photos? For each tour, 50 photos. And I make 1, 2, 3, 4, 5 tours. Five Elevations. 5 elevation, yes. It's many photos. Normally it's complicated, but this one is very complicated. Florence hat sich sehr stark mit Stereofotografie auseinandergesetzt, aber auch mit 3D-Modellen. Also auch hier wird dieses Spannungsfeld zwischen alter Fototechnologie und neuer Digitaltechnik sehr, sehr deutlich. Wir sind jetzt hier im Bradl in Innsbruck. Und was man jetzt hier sieht, ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Florian Schmidt ist ein Flaneur. Er arbeitet mit einer Fotokamera, schaut sich Stadtlandschaften, Gebäude, Architekturen an, überträgt sie dann aber mit Illustrator und mit anderen Bildverarbeitungsprogrammen entweder in Strichzeichnungen oder in Kombinationen zwischen Fotografien und bildlich bearbeiteten Bildflächen. Im Konkreten hat er sich mit der Architektur in Innsbruck auseinandergesetzt, die sehr unterschiedlich sein kann, auch mit der Frage des sogenannten Tiroler Stils. Und seine Arbeit trägt immer auch eine leicht ironische Handschrift. Es geht immer um die Montage, um das Zusammenfügen von unterschiedlichsten Baustilen. Und das wird sozusagen in einem Bild synthetisch zusammengefasst und manchmal dann, wie es hier der Fall ist, dann auch direkt mit dem Zeichenstift auf die Wand übertragen. So the poem is Evening in Lands, wayfaring through twilit summer, past sheaves of yellowed corn, beneath whitewashed arches where the swallows flew out and in, we drank the fiery wine, beautiful, oh melancholy and crimson laughter, evening and the dark scents of the green, our glowing brows cooled with showers, over the forest steps silver waters trickle, night and speechless, a forgotten life, friend, leafy footbridges into the village. Strange Sisters spürt dem österreichischen Poeten und Schriftsteller Georg Trakl nach und seinen Spuren, die er in Innsbruck hinterlassen hat. Rachel Woodson hat zum einen mit dem Brenner Archiv gearbeitet und hat sich die Dokumente, die über Trakl vorhanden sind, angeschaut, hat gleichzeitig aber auch versucht, seine Poesie ins Fotografische, ins Bildliche, ins Licht zu übersetzen.
Rachel Woodson hat zusätzlich zu ihrer Arbeit einen Film gemacht, bei dem diese Spurensuche noch einmal deutlich wird. Sie hat dabei unter anderem auch heute junge Menschen Trakl lesen lassen, um zu spüren und zu sehen, wie diese Lyrik in unsere Zeit passt. Unser Motto ist ja genau jetzt. Es geht bei diesen Arbeiten immer um die Frage, wie weit man geschichtliche Dinge in die Gegenwart übertragen kann, beziehungsweise wie wir heute mit bestimmten Fragen umgehen. So another one. Und wichtig ist, dass du dann in der Position bleibst, wo du merkst, dass du könntest zwar noch ein bisschen weiter. Ja, so, dann bleib so. Genau. From the looking is there. Die Arbeit Corpus von Gilberto Guisa Rojas beschäftigt sich mit den Gesten in der menschlichen Arbeit. In diesem Fall ganz konkret um die Arbeit von Tierpräparatoren, Restauratoren, Restauratorinnen und um eigentlich eine unsichtbare Arbeit, weil wir, wenn wir in Museen gehen, eigentlich die Objekte und Kunstwerke sehen, ohne dass wir genau wissen, wer sie eigentlich pflegt und wer sie aufbereitet. That is a fluid movement, like in choreography, they call that a sentence. So the idea is we create a little paragraph with all this movement, I don't know, you can make like that, and then you can imagine that you make that, and you make this movement, and then you can make the thing like that. Ja, And ist then, gut. Und Gilberto hat hier mit dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum zusammengearbeitet und gleichzeitig auch mit einem Physiotherapeuten und Shiatsu-Spezialisten, mit dessen Hilfe er die Gestik der Arbeit zunächst beobachtet und dann versucht hat, auch zu verbessern. Also es hat so eine Art Rollenspiel gegeben. Er ist als Beobachtender mit seiner Kamera dabei, filmisch und fotografisch. Dem Künstler geht es in seiner Arbeit um das Prozesshafte, um das Arbeiten mit den Personen, die zum einen seine Modelle sind, aber die auch im wirklichen Leben diese Tätigkeit verrichten und damit an der Schnittstelle ist an, ich würde sagen, Theater und Inszenierung und den Folgen von körperlicher Arbeit. it's like that. This morning I saw a very bright red truck and I'm almost tempted to keep it in the frame. Okay, it's working. Romain Darnaud nennt seine Arbeit Traumstraße. Er bezieht sich mit dem Modell der Postkarten aus den 50er und 60er Jahren auf die Brenner Autobahn und auf die Europabrücke. It's beautiful. I like concrete. I mean, I like the fact that there's a human intervention in the landscape. It's brutal. It's like it's dominating everything, and in some way it's beautiful. Er folgt diesem Streckenverlauf von Innsbruck bis an die Mautstelle mit Ansichten von oben, wie es in den Postkarten damals zu sehen war, aber auch die Welt von unten sozusagen, diese sehr beeindruckenden Autobahnpfeiler und vor allem, was diese Eingriffe in die Landschaft für die unterschiedlichen Täler bedeuten. Er schafft durch das Wegretuschieren von sämtlichen Autos eine Art utopisches Bild, wie in der Postkarte aus den 50er Jahren. Man kann sich also die Brennerautobahn vorstellen ohne ein Auto. Man sieht dadurch erst recht, wie dieses Bauwerk sich durch die Landschaft wie eine Schlange durchschlängelt. Und man kann sich natürlich auch utopisch vorstellen, was wäre, wenn wir diese Autobahn gar nicht mehr brauchen würden.